Herzlich willkommen zu einem weiteren Chrono College Quickie. Bei mir erfährst du alles Wissenswerte rund um die Chronobiologie. Und wie der Name schon sagt, geht es hier kurz und knackig zur Sache. Heute, was sind eigentlich Chronotypen? Eule und Lerche. Die meisten von euch werden diese Begriffe kennen. Die Lerche steht für den Frühtypen, die Eule für den Spättypen. Und in der Regel werden nur diese beiden Bezeichnungen auch genannt, was den Eindruck entstehen lässt, die Bevölkerung teile sich nur in diese beiden Gruppen auf. Falsch. Hierbei handelt es sich lediglich um die Extremausprägung, die jeweils ca. 20% der Bevölkerung ausmachen. Das Gros von 60% sind die Normal- oder Mediantypen. Dabei ist wichtig zu bemerken, dass Früh- und Spättypen nicht normal sind, sondern dass normal lediglich die größte Gruppe innerhalb der Gaußschen Verteilung aller Chronotypen in der Bevölkerung darstellt. Um den Begriff normal zu vermeiden, wird diese Ausprägung zunehmend in der Chronobiologie auch Taube genannt. Wir sehen hier die Verteilung der Chronotypen in Deutschland. Ich bin übrigens wie meine Frau auch ein extremer Spättyp und liege hier ganz hinten. Wichtig, diese Grafik basiert auf der Gesamtheit aller Personen, die den Fragebogen ausgefüllt haben. Würden wir nun jetzt zum Beispiel nur Personen aus Berlin ansehen, könnte das, was in der Gesamtheit als leichter Frühtyp auftaucht, in der Gruppe der Berliner einen Normaltyp darstellen, weil es in Berlin gegebenenfalls laut Gesamtverteilung mehr Frühtypen gibt. Ähnlich sieht es mit anderen Ländern aus. Theoretisch ist es auch möglich, dass du heute mit deinem Chronotyp ein leichter Frühtyp bist, sich in 5 Jahren, wenn sich zum Beispiel 11 Millionen weitere Menschen haben chronotypisieren lassen, du dann zu den Normaltypen zählst. Aus diesem Grunde sind diese Begriffe alleine immer mit Vorsicht zu betrachten. Über die Auswertung eines Fragebogens wird die Schlafmitte ermittelt. Die Wissenschaft geht bei der Ermittlung von Chronotypen von einem durchschnittlichen natürlichen Schlafbedarf von 8 Stunden aus. Bedeutet, bei 8 Stunden Schlafbedarf ergibt sich die Schlafmitte rechnerisch nach 4 Stunden. In der Grafik zeigt sich damit die Schlafmitte eines Normaltypen bei ca. 4 Uhr. Hieraus ergibt sich ein biologisches Schlaffenster von 0 bis 8 Uhr. Analog dazu sehen wir die Schlafmitte eines extremen Spättypen bei 8 Uhr mit einem biologischen Schlaffenster zwischen 4 Uhr und 12 Uhr. Wichtig: Schlafbedarf ist nicht gleich Schlafdauer und der natürliche Schlafbedarf ist bei normaler Belastung angesetzt. Höhere mentale und körperliche Belastung oder Krankheit kann zu einem erhöhten Schlafbedarf führen. Hierzu gehe ich aber in einem separaten Quickie noch konkreter ein. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass diese Grafik die Normalzeit darstellt und nicht die Sommerzeit. Hier kommt es oft zu Verschiebungen. Zum Thema Sommerzeit wird es aber ebenfalls einen separaten Quickie geben. Aus dieser Grafik ist auch leicht zu ersehen, warum 70% der Bevölkerung mit dem Wecker aufstehen müssen. Viele davon, wie zum Beispiel die Mehrheit der Schüler, bereits mitten in ihrer biologischen Schlafmitte. Deswegen nochmals als Reminder: Der Chronotyp ist kein Wunschkonzert, sondern in seiner Grundausprägung genetisch festgelegt. Achtung! Falsche Begrifflichkeiten. Lerchen sind Frühtypen, keine Frühaufsteher, sowie Eulen Spättypen und keine Spätaufsteher sind. Wenn wir durch den Wecker um 7 Uhr geweckt werden und aufstehen, sind wir zwar Frühaufsteher, aber noch lange keine Frühtypen. Auch der Begriff Langschläfer statt Spättyp ist falsch, denn diese schlafen nicht länger, nur später. Also, Learning für heute: Nach Chronotypen werden in der Chronobiologie individuelle genetisch bedingte Schlafzeitfenster der Menschen nach Lage im Tagesverlauf und Häufigkeit in der Bevölkerung kategorisiert. Wenn dich das Thema Chronobiologie interessiert und du mehr wissen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Hier erfährst du alles in kurzen, wissenschaftlich fundierten, aber einfach erklärten Quickies. Und wenn du nichts verpassen willst, aktiviere die Glocke. Du hast Fragen? Schreib diese in den Kommentar. Ich antworte darauf oder erstelle ein Chrono College Quickie dazu, wenn es eine interessante Fragestellung ist, die noch nicht in einem Quickie verewigt wurde. Im Text unten findest du auch meine Website mit Infos zu mir und meiner Person sowie einen Link zu unserem Shop mit unseren Leistungen. Ich wünsche dir einen ausgeschlafenen Tag und bleibe rhythmisch.